Die Reise durch Europa geht weiter. Wir gastieren heute in Frankreich. Beim OSC Lille. Stade Pierre Moreau in Lille. Weiteres großes Ereignis für Preußen Münster. Überhaupt hier im Achtelfinale zu sein. Das ist schon mal Punkt 1. Und zweitens, vor so einer Atmosphäre zu spielen, das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Bisschen Abstand zur Bundesliga brauchen wir. Letzten beiden Spiele verloren. Letzten 3 Spiele verloren. 3-mal ohne Tor. 0-5 gegen Bayern, 0-2 gegen Leipzig, 0-2 auch in Gladbach. Also es wird Zeit, mal wieder ein Tor zu machen zumindest. Friedrich spielt wieder, Rogoff, Ferry, das sind die Änderungen. Und jetzt freue ich mich einfach auf ein Achtelfinale in Lille. Ich bin gespannt, die haben die letzten beiden Spiele auch nicht gewonnen. Davor aber 3 Siege, glaube ich. Also es wird auf jeden Fall hier ein ganz anderes Niveau. Und ich bin gespannt, ob wir hier mithalten können, wie gut wir mithalten können. Dass wir es auf jeden Fall drauf haben, haben wir schon in der Ligaphase gezeigt. Aber dabei muss halt auch alles zusammenkommen. Ja, auch dann im Rückspiel gegen Lille, da brauchen wir auch wieder ein fast perfektes Spiel. Poso zum ersten Mal vorne. Wanner. Er lässt sich zum ersten Mal fallen. Ferry vorne. Der wird halt auch von 2 Mann direkt hier umgarnt. Ne? Ich glaube, die spielen Fünferkette. Guerrero unter anderem ist mit dabei. Anthony. Manu, jetzt glaube ich zurzeit bei Real Betis Sevilla. Achtung. Sehr interessante Spielweise hier. Da haben wir Guerrero auf der linken Seite. Und Moiskin unter anderem. Auch schnell, aber da müssen wir halt genau, wie Chavez das gerade gemacht hat, vorher antizipieren, schon da sein. Dann werden sich die Lücken oder beziehungsweise die Chancen für Lille nicht so ergeben. Und wir sind jetzt zum ersten Mal vorne. Über Jongwa, Tomiyasu und Anthony kommen nicht hinterher. Listesh allein gegen alle. Wanner ist da. Oh nein, da wollte ich eigentlich abschließen. Komm, setz nach. Hat den Ball gut zurückgeholt. Und Listesh macht mal wieder ein Tor für uns. Nach 3 torlosen Spielen. Zumindest ist das uns gelungen und wir sind mal wieder in Führung gegangen. Weil wir nachgesetzt haben, weil wir drauf geblieben sind. Da oben die mitgereisten Fans aus Münster. Hier, wir sind drauf geblieben. Wanner und Listesh. Gut, der Ball geht vorher durch den Fuß durch. Habt ihr auch wieder gerade gesehen. Wahrscheinlich ist nur deswegen der Ball reingegangen. Sehr, sehr gut gemacht. Und wir haben unser Auswärtstor, was natürlich jetzt in dem neuen oder seit, glaube ich, 2-3 Jahren nicht mehr gilt. Die Auswärtstorregel, die gibt es natürlich nicht mehr. Also, dass, wenn das Ergebnis dann gleich ist, dass dann die Mannschaft mit den mehr geschossenen Toren auswärts weiterkommt, sondern dass es dann in die Verlängerung geht, wenn es denn im Gesamtresultat unentschieden steht. Aber wir haben jetzt erstmal die Führung. Ist gut für uns, wird uns hoffentlich Selbstvertrauen geben fürs Spiel, Sicherheit und wird Lille jetzt hoffentlich am Rande der Verzweiflung bringen. Das wäre so die Hoffnung, die ich hätte, aber sieht ganz gut aus. Nächste Umschaltaktion. Über Listesh, über Wanner, der wird mitgenommen. Ja, europäisch ist halt einfach noch was ganz anderes, ne? Da ist eine ganz, ganz andere Atmosphäre drin. Wagner, vielleicht der Doppelschlag über Ferry. Wäre ideal gewesen. Und dann laufen, beißen, in die Zweikämpfe reinkommen. Aber natürlich auch nicht überpacen jetzt, ne? Rembeck ist dazwischen. Sehr, sehr schön. Also Lille, die kommen bislang, Gott sei Dank, nicht so in ihr Spiel rein. Liegt natürlich auch an uns, weil wir das Ganze hier bislang gut verteidigen. Es liegt immer nur an uns. Wir können uns eigentlich auch nur selber schlagen. Ferry vorne, schade. War eigentlich ein guter Ball. Und die kommt über Moraes. Da ist aber die rechte Seite bislang gut zugestellt. Wanner ist da. Läuft bislang sehr, sehr gut. Sehr ideal. Wir führen. Stehen hinten eigentlich ganz gut. Die Poso ist da. Sehr gut. Faire Grätsche. Ist halt auch immer wichtig, dass sowas funktionieren muss. Und dann holen wir uns den Ball wieder. Und bauen erstmal hinten auf. Friedrich, ja, Lille, die pressen trotzdem. Müssen sie natürlich jetzt. Sie liegen hinten. Aber wir machen das sehr, sehr gut. Spielfeld breit. Remberg. 2-3 Aktionen am Ball maximal. Und dann wollen wir mal gucken. Vorne Listesh. Mit Poso. Der kriegt den Ball. Und jetzt Ferry in der Mitte vielleicht. Zu anspruchsvoll. Aber den Ball kannst du auch mal in die Mitte spielen. Also das muss ich auch mal erwarten können.
dass ein Profi den Ball in die Mitte gespielt bekommt, egal ob er Verteidiger ist oder nicht. Das war halt die große Chance aufs Zweite, aber da sieht man halt auch, dass wir noch nicht die Qualität vielleicht haben oder solche Spieler, die halt so einen Ball dann auch einfach spielen müssen. Aber wir haben Wanner, wir haben viel Qualität, viel Talent, was uns dann in ein paar Jahren wahrscheinlich weiterhilft oder auch viel weiterhelfen wird. Und Wanner, da ist er wieder. Jetzt mal mit einer Einzelaktion. Ist okay, gut rausgespielt, den Abschluss auch immer wieder suchen. Ja, der geht natürlich da nicht durch 3 Gegner durch. Es gefällt mir trotzdem. So eine gute erste Halbzeit ist mit so die beste aus den letzten 3, 4 Spielen. Das gegen Leipzig hat mir eigentlich auch in der zweiten Halbzeit ganz gut gefallen. Gegen Gladbach, ja, auch mehr in der zweiten Halbzeit, aber auch wenig Zwingendes. Das sieht heute ganz anders aus. Wir sind in den Zweikämpfen, wir gewinnen sie. Wir haben auch unsere Aktion nach vorne. Poso, Listesch. Ah, fair leider den Ball abgenommen. Jetzt fehlt er hinten. Jetzt müssen wir aufpassen. Oben unsere rechte Seite ist ein bisschen blank. Aber wir haben das hier. Wagner. Weil Lille das auch nicht gut ausspielt. Da haben wir bislang echt Glück. Die sind Gott sei Dank nicht so gut im Spiel drin. Und das müssten wir eigentlich nutzen. Remberg alleine gegen alle. Kriegt er den Ball auf Wanner. Das ist wahrscheinlich abseits. Jawohl. Da haben wir mal Platz im Mittelfeld. Werden nicht angegriffen und dann wieder sowas. Die berühmt-berüchtigten Zehntelsekunden. Es ist auch abseits, gar keine Frage. Aber der Ball im Moment früher. Und dann wäre er, glaube ich, durch gewesen. Und aber auch auf der anderen Seite dieses Spiels so unberechenbar. Der Gegner, der kann innerhalb von 2, 3 Sekunden mit einem richtigen Moment hier auch wieder zum Ausgleich kommen. Anthony. Auch nicht viel gesehen bislang, Gott sei Dank. Aber Lille kommt nochmal. Aber wir kriegen es bislang. Achtung, gut verteidigt. Mois Ken ist da. Gomez. Oh nein, und jetzt gibt es die Chance. Die allererste. Und Mbappé. Wahrscheinlich der Bruder von Kylian Mbappé. In der Nachspielzeit die erste Chance für Lille. Ganz typisch wieder für unser Spiel hier. Wir haben eigentlich nichts zugelassen. Wir waren eigentlich hinten richtig gut gestanden. Sicher. Und dann die erste Chance quasi. Die erste Chance. Ich glaube, das müsste der Bruder sein. Der sieht auch schon so ein bisschen aus im Gesicht wie er. Wie heißt er denn mit Vornamen? Ethan. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Ethan Mbappé. 5. Tor schon im 7. Spiel. But pour la Losque. Die französischen Stadionkommentatoren, die warten eigentlich nur auf solche Momente, dass sie quasi ihre ganze Seele rausschreien dürfen. Ja, und ihr seht, der erste Schuss von Lille und der war drin. Wir haben halt auch nur 2 Schüsse. Wir haben aber trotzdem mehr Aktion nach vorne. Mir gefällt das trotzdem. Auch wenn wir jetzt den Ausgleich hier bekommen haben. Das sieht gut aus. Aber jetzt dürfen sich die Fehler halt nicht häufen. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt dadurch natürlich stärker werden. Dass sie auch mehr Sicherheit jetzt reinkriegen in ihr Spiel und dass wir wahrscheinlich dann am Ende wieder doof aus der Wäsche gucken. Wieder Mbappé. Vielleicht gehört jetzt die zweite Halbzeit Lille. Schauen wir mal. Jetzt geht er schon raus. Was ist denn das? Der hat den Ausgleich gemacht, geht jetzt raus. Der spielt wohl immer nur für 45 Minuten. Und Listesch ist da. So, jetzt müssen wir umschalten. Jetzt müssen wir umschalten. Die Chance. Wanner. Und wenn er schnell genug ist gegen Guerreiro. Ah, Guerreiro ist leider ein bisschen schneller, aber Wanner setzt sich trotzdem durch. Wanner alleine gegen alle. Allein gegen alle. Zum zweiten Wanner. Es läuft aber auch keiner mit. Es zeigt mir niemand mal einen Laufweg an. Hat leider nichts gebracht. Und Lille kommt über Moraes, Poso, der kommt auch nicht in Zweikampf rein, müsste er eigentlich haben. Jetzt hat er den Ball, sehr schön. Und wieder von hinten raus. Und schnell nach vorne. Remberg wird ein bisschen gezogen am Trikot, aber egal, weiter geht's. Ferry lässt sich fallen und Wanner. Gegen Guerreiro, der bekommt den heute nicht in den Griff, das ist gut. Wanner. Ah, Abspiel verpasst. Abspiel leider verpasst, schade. Aber von Weiden, da können wir mal mit Rogoff. Zu aussichtslos. Es wird eine, ja, offenere Partie.
Wieder Lille über Moraes. Vorne Moiskin in der Mitte. Oh, zu leicht, zu einfach. Aber Chavez ist da. Die lassen die dann einfach vorbei und stehen da irgendwie rum wie Falschgeld. Aber Wanner, über den geht jetzt viel. Wieder gegen Guerrero. So, und wieder stehen wir da, wissen nicht wohin. Listec vorne, läuft sich mal frei. Wanner, wieder gegen Guerrero. Ist niemand frei. Wir können es durch die Mitte nicht machen. Es ist niemand frei, die laufen uns zu direkt. Müssen wir halt ein bisschen Handball spielen hier. Viel Ballbesitz, aber nichts Zwingendes. Nacho Ferri jetzt mal. Auch mal in Aktion. Von ihm haben wir noch nicht so viel gesehen. Aber jetzt! Aber jetzt! Der erste Schuss von ihm. Und das 2-1. So schnell kann es gehen. Genauso unscheinbar, wie der Ausgleich gefallen ist. Genauso wenig habe ich jetzt damit gerechnet. Aber Ferri hier. Listec, der zieht dann auch den einen Verteidiger. Auch das ist mal entscheidend, den Verteidiger zum Nachdenken zu bringen. Und dann Ferri, abschussstark. Der hat auch da seine Qualitäten. Richtig und wichtig. Sehr schön. Also die Führung, ich habe gerade gesagt, er sagt Ferri durch, aber nee, war dann noch ein bisschen länger. So, und jetzt die Frage, wie geht's weiter? Was macht das mit Lille? Was macht das mit uns? Moraes ist da. Achtung, nächste Chance für Lille. Das geht nicht. Achtung! Sinamoy muss sich auszeichnen. Darf er auch. Und der nächste Wechsel. Bei Lille. Spielen sie kurz. Spielen sie kurz aus über Guerrero. Hat jetzt erstmal die Seite gewechselt. Er hat erstmal genug von Paul Wanner. So, haben wir irgendwo eine Chance, schnell umzuschalten. Ist niemand frei. Jetzt vielleicht unten. Auf Wanner. Ah, nee, der war zu weit. Schade. Mendes ist reingekommen. Scheint auch ein kleiner, schneller Würbiger zu sein. Und Lille kommt über Dina Ebimbe. Ach Gott. Wie ist er denn da hingekommen? Ebimbe, Sinamoy. Oh, was macht der denn? Hallo? Warum nimmt er den nicht einfach auf? Dina Ebimbe ist jetzt bei Lille gelandet. Auch ganz, ganz wild. Ganz, ganz furios. So, nächste Chance. Jongwa. Mit Ferri. Lässt sich fallen und Jongwa. Tomiyasu gegen ihn im Zweikampf. Wagner muss hinterlaufen. Und jetzt mal eine schöne Flanke. Ja, schöne Flanke, Ferri. Es geht doch. Wir können ja flanken. Offensichtlich. Und offensichtlich können auch unsere Spieler flanken. Es geht halt nicht immer so, wie wir das gerne wollen, ne? Oder wie ich das sehr gerne hätte. Aber Achtung, nächster langer Ball. Oh, verschätzt von Chavez. Achtung, Moiskin mit der Chance. Und der Ausgleich. Sechs, 7 Minuten vor Ende der Partie. 2-2. Und wieder schlechtes Stellungsspiel. Den Ball musst du einfach auch verteidigt kriegen. Auf dem Niveau, das wird halt eiskalt bestraft, egal von wem. Aber das war halt auch wieder ein schlechtes Stellungsspiel leider von Chavez, und Moiskin bedankt sich. Ja, schade. Es sah auch gut aus in Halbzeit 2. Wir haben das gut gemacht. In Führung gegangen. Haben auch eigentlich wenig zugelassen. Und haben halt jetzt leider den Ausgleich bekommen. Haben noch 5 Minuten. Achtung, Ebimbe. Dank Gomez vorne wieder Moiskin. Den müssen wir verteidigt kriegen. Auch im Rückspiel. Falls er spielen sollte von Anfang an. Den müssen wir gleich verteidigt kriegen. Ansonsten wird das sehr, sehr böse für uns. Jongwa. Wagner hinterläuft. Kriegt nochmal den Ball. Gegen Mbemba. Ferri winkt in der Mitte. Wir haben noch eine Chance. Muss er alleine machen. Ferri auf Spitzenwinkel. Per Aufsetzer. War nochmal eine Chance in letzter Minute. Doch nochmal auf 3:2 zu stellen. Aber ich bin zufrieden. 2:2 im Hinspiel. Das lässt alle Chancen offen fürs Rückspiel. Und ich bin gespannt, wenn wir zu Hause die Chancen oder beziehungsweise die Fehler, die groben Fehler auch abgestellt kriegen. Besseres Stellungsspiel. Dann ist auf jeden Fall das Viertelfinale nicht ganz unmöglich. Also ich versuche ja auch immer das Positive mitzunehmen. Ja, egal, ob wir verloren haben, unentschieden oder gewonnen haben.
Wir haben wieder gut mitgehalten gegen ein internationales Team. Und von daher ist auch fürs Rückspiel noch alles offen. Jetzt spielen wir gegen Freiburg. Da werde ich wahrscheinlich die Mannschaft mal wieder umstellen müssen. Radikale Rotation. So würde ich es jetzt einfach mal nennen. Radikale Rotation. Neue Nachricht von Kaba, der unter anderem, ja. Danke, dass Sie mich wieder in die Mannschaft aufgenommen haben. Ach, Junge, weißt du was? Ey, lass mich einfach in Ruhe. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Schauen wir mal kurz rein. Ich spule erstmal vor. Wir spulen erstmal vor. Und dann geht's gegen Freiburg. Die sind auf dem 8. Platz, sind auch immer schwer zu bespielen. Aber wir müssen auch wieder dahin kommen, dass Mannschaften nicht gerne gegen uns spielen. Dass wir auch sehr, sehr unangenehm sind. Jetzt haben die Freiburger aus den letzten 5 Spielen 3 gewonnen, 2 verloren. Also auch entweder Ex oder Hopp. Hilgers wird wahrscheinlich nicht spielen, der ist eh platt. Dann Osterhage, Röhl, Philipp, Kofi Chiré vorne. Avia Chimi, habe ich auch noch nie gehört. Günther auf der Bank, Gregoritsch, Dingshi. Wäre auch wahrscheinlich einer für Heidenheim. Oder der hat ja auch mal bei Heidenheim gespielt in der Saison, glaube ich, ne? War ja verliehen. Von Bremen, ist jetzt halt bei Freiburg. Und genau, wir sind halt genau in der Mitte. Wir sind genau die Mitte. Wir haben 5 Punkte Vorsprung auf Hoffenheim. Wir haben aber auch nicht viele Punkte Rückstand nach oben. Gladbach ist 7. Der könnte ja eventuell auch für die Conference League reichen. Also wir sind noch nicht ganz raus aus den internationalen Plätzen oder im Kampf um die europäischen Plätze. Von daher wichtig, mal wieder zu gewinnen. Auch in der Bundesliga. Von daher macht's gut, bis zum nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen.